Das bin ich im Moment. Meine Haltung macht mir zu schaffen. Ich habe einen Rundrücken und das, was man oft als Handynacken bezeichnet. Eine Schulter sitzt etwas höher als die andere und auch meine Hüfte ist leicht schief. Kurz gesagt, meine Körperhaltung ist einfach schrecklich. Ich könnte so weitermachen, aber es ist an der Zeit, das Problem anzugehen, bevor ich mich endgültig als Fragezeichen verewige oder noch schlimmer als Gollum ende. Deshalb starte ich jetzt eine Challenge. Ich habe mir einen Kurs zur Verbesserung der Körperhaltung gekauft und werde 30 Tage lang jeden Tag die Übungen machen. Meine Geschichte beginnt am 15. Dezember 2024. Es war 5 Uhr morgens, als ich die Idee hatte. Sobald mir eine Idee in den Kopf kommt, zögere ich nicht lange und setze sie sofort um. Und Ideen habe ich ziemlich oft, aber das ist eine andere Geschichte. Also stand ich auf und begann direkt nach Übungen zu suchen. Mein erster Gedanke war YouTube. Wo könnte man besser anfangen? Doch nichts von dem, was ich dort fand, sprach mich wirklich an. Also suchte ich weiter. Dieses Mal gezielt nach Kursen. Und schließlich fand ich genau das, was ich suchte. Zu Beginn mache ich einen kleinen Test. Der erste Test. Arme hoch und so weit wie möglich nach hinten. Ideal wäre hinter dem Kopf, aber meine Arme bleiben davor. Test 1, nicht bestanden. Der zweite Test. Die Arme seitlich ausbreiten und so weit wie möglich nach hinten ziehen. Hier lief es deutlich besser und ich war mit dem Ergebnis zufrieden. Der dritte Test war der schwierigste für mich und ich habe ihn nicht bestanden. Der vierte und letzte Test: die Beine auf das Sofa stürzen, das Gesäß vom Boden heben und diese Position so lange wie möglich halten. Was sich für mich wie Minuten anfühlte, waren in Wahrheit nur 32 Sekunden. 20 Sekunden gelten als schlecht, 30 Sekunden sind okay. Ich liege also knapp im akzeptablen Bereich. Nach 30 Tagen werde ich den Test wiederholen, um herauszufinden, ob sich etwas verbessert hat oder alles unverändert bleibt. Heute beginne ich, meine Idee in die Tat umzusetzen. Ich schnappe mir meine Yogamatte, ziehe meine Sportbekleidung und Turnschuhe an und suche auf der Plattform das erste Training heraus. Und beginne zu trainieren. Ehrlich gesagt, ich habe mir das viel einfacher vorgestellt, als ich die Übungen angeschaut habe. Schon nach Vormachen war ich völlig fertig. Ich dachte, ich schaffe gar nichts mehr. Die Übungen sehen zwar sehr einfach aus, aber das sind sie nicht. Und da merkt man erst, in welchem schlechten Zustand mein Rücken in Wirklichkeit ist. Fertig. Lass mich erstmal Frühstück machen und dann erzähle ich, was passiert ist. Ich muss dringend etwas essen. Wenn ich hungrig bin, werde ich schnell gereizt. Aber ich bin doch sicher nicht die Einzige, oder? We can make it together. What goes up must come down. There's lots of friendly faces all around, and nothing's ever can be higher than a touch of your sweet desire. What we're all built in right. So, jetzt habe ich lecker gegessen, bin wieder gut drauf und erzähle euch, was heute passiert ist. Als ich mit dieser Challenge angefangen habe, war mir schon klar, dass irgendwann ein Tag kommen würde, an dem meine Motivation komplett weg ist und ich alles hinschmeißen will. Aber ich hätte wirklich nicht gedacht, dass das schon am zweiten Tag passiert
und dass es dabei überhaupt nicht um Motivation gehen würde. Heute Nacht habe ich nur 4 Stunden geschlafen. Schlaf ist für mich super wichtig. Wenn ich schlecht schlafe, kann ich den Tag eigentlich absolut abhaken. Und normalerweise würde ich an so einem Tag keinen Sport machen. Aber hey, ich habe eine Challenge laufen und das brachte mich an ein Dilemma. Den Tag auslassen oder mich zusammenreißen. Ich habe mich für Zusammenreißen entschieden. Ehrlich gesagt, dachte ich die ganze Zeit nur, wann hört das endlich auf? Ich kann nicht mehr. Und dann war es noch draußen so dunkel, nass, super ungemütlich und demotivierend. Also hier ist schon mal meine erste Erkenntnis. Am besten startet man solche Challenges im Frühling oder Sommer. Wenn die Sonne scheint, hat man automatisch mehr Energie und viel bessere Laune. Heute wollte mein Körper einfach nicht mitmachen. Schon die erste Übung hat mich komplett demotiviert. Ich sollte meine Schulter vom Boden abheben. Eigentlich ganz einfach. Aber bei mir hat es kaum geklappt. Der Trainer im Video hebt seine Schulter locker einen halben Meter und ich schaffe gerade ein paar Zentimeter. Und eine andere Übung konnte ich gar nicht machen, weil mir ein Fitnessband fehlt. Übrigens, das bestelle ich jetzt schnell, bevor ich es wieder vergesse. Also kommt mit. So, das Fitnessband ist bestellt. Und auch wenn heute wirklich nicht so lief, wie ich es mir vorgestellt habe, bin ich trotzdem stolz auf mich. Ich habe nicht aufgegeben und darauf kommt es am Ende an. Morgen ist ein neuer Tag und wer weiß, was er bringen wird. Am 3. Tag habe ich trainiert und dann gemerkt, dass es Probleme gab. Ja, schon wieder. Diesmal lag es aber nicht an Schlafmangel oder daran, dass die Übungen schwer für mich waren. Die Übungen waren schon schwer. Immerhin habe ich fast ein Jahr lang keinen Sport gemacht. Ich hatte einen Muskelfaserriss und musste warten, bis alles vollständig verheilt ist. Der Kurs hat mir nicht gefallen. Der Trainer zeigte die Übungen nur einmal und die Erklärungen gab es nur als Grafiken im Video. Mir hat es einfach nicht gereicht. Ich brauchte bessere Anleitungen, um die Übungen richtig zu machen. Deshalb habe ich mir einen neuen Kurs gekauft. Und die wichtigste Erkenntnis des Tages: Quäle dich nicht mit Dingen, die dir keinen Spaß machen, und such dir etwas, was besser zu dir passt. Ich finde, dass Sport kein Stress sein sollte, sondern Spaß machen und gut tun. Also was brauche ich für den neuen Kurs? Eine Yogamatte, ein Fitnessband, einen Massageball und einen Yogagurt. Und natürlich Kerzen für die Gemütlichkeit an diesem grauen Tag. Übrigens, in diesem Kurs gibt es einen interessanten Test. Man nimmt in jede Hand einen Stift, geht ein bisschen herum, entspannt sich und bleibt dann stehen. Anschließend schaut man, wie die Stifte ausgerichtet sind, in welche Richtung sie zeigen. So wie bei mir, das ist ein klares Zeichen für eine falsche Haltung. Idealerweise sollten sie gerade nach vorne zeigen. Dieses Training hat mir wirklich gut gefallen, vor allem das angenehme Gefühl im Nacken und in den Schultern. Man spürt richtig, dass man seinem Körper etwas Gutes getan hat. Aber mal sehen, wie es morgen aussieht. Wenn du Mutter bist und ein kleines Kind hast, dann kennst du dieses Hindernis bestimmt, wenn es um die Umsetzung deiner Pläne geht. Meine Tochter ist krank geworden und es ging ihr richtig schlecht und Sport war wirklich das Letzte, woran ich gedacht habe. Ich habe beschlossen, den Challenge einfach um einen Tag zu verlängern, damit es insgesamt 30 Tage bleiben.
Was ich in 9 Jahren als Mutter gelernt habe, ist, dass jeder Plan jederzeit an unvorhergesehenen Problemen scheitern kann. Manchmal hilft es einfach, diese Phase abzuwarten und dort weiterzumachen, wo man aufgehört hat. Alles lief gut. Ich dachte schon, ich wäre richtig im Flow. Aber dann kam der Tag 16. Ich bin wie immer frühmorgens aufgestanden und hatte plötzlich das dringende Bedürfnis, Brot zu backen. Ihr denkt jetzt wahrscheinlich, dass ich das oft mache. Nein, ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Brot gebacken. So habe ich mir das Brotbacken vorgestellt. Die Realität war klebrig, zäh und voller Mehl. Und während der Teig ruhte, fiel mir plötzlich der Challenge wieder ein. Aber mein Gehirn begann fröhlich mir Gründe zu liefern, warum ich heute ruhig aussetzen könnte. Was macht schon ein Tag Pause? Plötzlich wurde mir klar, meine Motivation hat nachgelassen. Also höchste Zeit, sie wieder anzufachen. Und was könnte ein besserer Moment sein als jetzt, während ich warte, dass der Teig aufgeht? Für neue Motivation ging ich weder in die Bibliothek noch zu Google. Ich bin schließlich ein moderner Mensch. Natürlich habe ich ChatGPT gefragt und dabei ein paar Studien gefunden. Erstens, wenn wir eine schlechte Haltung einnehmen, verteilt sich die Belastung auf den Rücken ungleichmäßig. Wissenschaftler der Universität Quebec haben herausgefunden, dass dadurch zunächst leichte unangenehme Empfindungen auftreten, die später zu Schmerzen in Nacken, Rücken und Lendenwirbelsäule führen können. Bei mir ist das volle Programm. Ein Häkchen hinter jedem Punkt. Zweitens, schlechte Haltung macht das Atmen schwer. Die Lungen wurden zusammengedrückt und tief einatmen wird schwieriger. Eine Studie von Harvard Medical School zeigt, dass eine schlechte Haltung das Lungenvolumen um fast 1/3 verringern kann. Wenn du dich also nach der Arbeit total erschöpft fühlst, könnte das daran liegen. Und noch etwas, das mich überrascht hat. Die Haltung beeinflusst auch unsere Stimmung. Eine Studie, die im Journal Health Psychology veröffentlicht wurde, zeigt, dass wir uns selbstbewusster und ruhiger fühlen, wenn wir mit geradem Rücken sitzen. Im Gegensatz dazu lässt uns eine schlechte Haltung eher zusammenziehen, sowohl körperlich als auch emotional. Wenn man so sitzt oder steht, scheint man förmlich zu sagen, ich bin müde, alles ist zu viel. Zu dieser Liste kommen noch Probleme hinzu, die im Alter auftreten können. Kopfschmerzen, Atemnot, chronische Müdigkeit, verstärkte Schmerzen im Rücken und in den Gelenken, Einschränkungen der Beweglichkeit und eine Abnahme der Lebensqualität. Und das Wichtigste, ein erhöhtes Risiko für Stürze und Frakturen aufgrund von schlechterem Gleichgewicht und Koordination. Ich muss ehrlich sagen, die Liste der unangenehmen Dinge, sowohl der zukünftigen als auch diejenigen, die bereits Teil meines Lebens sind, hat mich richtig aufgerüttelt und motiviert. Deshalb stelle ich das Brot in den Ofen und mache einfach Sport. Und übrigens, das Brot ist wirklich lecker geworden. Das Erste, was mir aufgefallen ist, mein Rücken fühlt sich viel beweglicher an. Es ist, als ob mein Körper plötzlich von selbst möchte, dass ich meine Schultern zurückziehe. Etwas, woran ich früher nie gedacht hätte. Und dann merkte ich,
dass ich Muskelkater zwischen den Schulterblättern verspürte. Das war für mich ein deutliches Zeichen, endlich werden genau die Muskeln aktiviert, die ich jahrelang ignoriert habe. Und dann kam die nächste Überraschung. Die Blockade im Nacken war auch plötzlich weg. 5 Monate habe ich damit gekämpft und plötzlich waren die Schmerzen einfach weg. Jetzt vergleiche ich meine Körperhaltung vor und nach 30 Tagen Training. Aber vorher mache ich noch einmal die Testübungen, die ich ganz am Anfang gemacht habe, um zu sehen, wie ich mich entwickelt habe. Erste Übung, hier hat sich nichts verändert. Zweite Übung, ich sehe zwar keine Verbesserungen, aber ich spüre eine kleine, denn meine Schultern sind beweglicher geworden. Dritte Übung, alles bleibt wie vorher immer noch sehr schwer für mich. Und die vierte Übung hat mir gezeigt, dass mein Rücken stärker geworden ist. Dieses Mal habe ich 3 Minuten und 58 Sekunden geschafft. Beim ersten Test waren es nur 32 Sekunden. Eigentlich ist der Unterschied minimal. Aber mal ehrlich, habe ich wirklich erwartet, in nur 30 Tagen meine Haltung zu korrigieren, die ich 20 Jahre lang nicht beachtet habe? Natürlich nicht. Das wäre absolut unrealistisch. Also mache ich weiter, aber nicht mehr täglich, nur noch 3 Tage pro Woche. Und an den anderen 3 Tagen werde ich mit dem Krafttraining beginnen. Auch wenn die Challenge optisch keinen großen Unterschied gebracht hat, hat sie mich daran erinnert, wie wichtig ist es, Sport zu treiben. Es war nicht einfach, jeden Tag durchzuhalten, aber ich habe 4 kleine Tricks, die mir dabei geholfen haben. Welche das sind, verrate ich euch in der nächsten Folge.